Moin. Morgen. So, wir haben nicht so gut geschlafen und heute geht's nach Wismar. Und das Einzige, was mir heute Morgen wehtut, sind meine Zehen von 5 Kilometer Laufen mit Flipflops. Ansonsten geht's. Und bei dir? Mir tun meine Schultern ein bisschen weh, aber das lag daran, weil ich gestern mit gepackten Taschen über den Bahnhof rennen musste. Rechts und links und Fahrrad und... Ja, also unsere Beine sind eigentlich okay. Das ist schon mal gut. Ja. Moin. Wir haben jetzt nochmal zusammengerechnet und im Endeffekt sind wir gestern 81 Kilometer mit 482 Höhenmetern gefahren, da wir ja noch ein bisschen durch Berlin geeiert sind. Also ist doch ein ganz schönes Stückchen gewesen. Mhm. Und heute erwarten uns? 79 Kilometer. Also ein bisschen weniger, wird dann easy. Aber bei den Höhenmetern bin ich mir nicht so sicher. Richtig schön. Jeden Morgen wieder alles zusammenpacken. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Für mich als Gear-Nerd sind Planung und Packen immer genauso toll wie das Abenteuer selbst. Trotzdem haben wir versucht, nur das mitzunehmen, was wir wirklich brauchen. Jeder hat zum Beispiel nur 2 Radhosen dabei und die waschen wir in Rotation. Dann trocknet immer eine am Folgetag hinten auf dem Rad. So, wir haben fast komplett gepackt. Jetzt müssen wir noch Wasser tanken gehen. Und dann geht's nach Wismar. Oder was? Die Frau hat immer ihre Probleme mit den Taschendingern. Und dass du keinen Ständer hast. Also die Ortlieb-Taschen sind irgendwie nicht so gut wie die von Decathlon anscheinend. Die rutschen immer raus und... Oh Gott, Schnuggi. Und ich muss natürlich immer das Fahrrad festhalten, weil, ihr wisst ja schon, Noreen hat keinen Ständer. Ich habe richtig Bock zu fahren, Schnuggi. Das ist wirklich krass, dass das irgendwie so süchtig macht auch. Ja. Ihr seid schon da. Nee, ich hatte ein paar Probleme beim Packen hier. So. Let's go! Ja, du hast das Navi. Oh, Fahrtwind. Ja. Geil. Mein Po Direkt. auch klar. Ja, bei mir geht alles gleich. Ich merke auch in den Beinen nichts. Nö, in der Band Gelenke nicht, Beine nicht, alles easy. auch noch nicht. Jetzt fahren wir ganz langsam Hier, nur. da sind wir hergekommen, ja. Genau, da sind wir hergekommen. Ach, da müssen wir auch wieder lang. Ach stimmt, wahrscheinlich zurück nach Dingens, Scharshagen, wa? Ja, genau.
Fahrradstraße. Na komm, dann schieben wir mal ein paar andere Muskeln beanspruchen. Kurzer Servicehinweis für alle, die die Strecke mal fahren wollen. In Scharbeutz und am Timmendorfer Strand kann Radfahren in den Fußgängerzonen bis zu 50 € kosten. Und das betrifft auch viele Wege direkt an der Strandpromenade. Aber wenn man sieht, wie voll es dort ist, ergibt die Regel schon Sinn. So, wir sind 23 Kilometer gefahren und jetzt warm. Im Moment sind wir am Timmendorfer Strand und machen ein Päuschen. Auf der Seebrücke sind wir. Ich war hier jedenfalls als Kind schon ganz oft. Und schöne Grüße an meine Eltern. Die sind die ultimativen Timmendorfer Strand-Fans. Und ja, Päuschen und dann geht's gleich weiter. Ist schön hier. Und ich war auch beim Bau dabei. Das ist mein erster Timmendorf Strandurlaub, war hier, als dann diese Seebrücke gebaut wurde und die diese Pöller reingewämst haben. Es ging immer ungefähr so wumms, wumms. Hier war ich mal beim Kelly Family Konzert, als ich ganz klein war. So immer noch Timmendorfer Strand und heute am Tag 2 gibt es auch endlich mal ein Fischbrötchen. Hier und auch schön mit Öllestrupp, das Mettbrötchen des Nordens. Ach so, Öllisch sind Zwiebeln, ihr Nicht-Kölner. Schnucki, ja, und in 40 Jahren machen wir die Tour dann mit so einem Ding. Also so Matthias ist einfach geil. Jetzt überlege ich schon mal, was ich als nächstes Fischbrötchen esse. Wenn ich das nächste esse, ob ich dann Krabbe... Manchmal ist ja auch Backfisch geil, aber Backfisch zählt für mich nicht zum richtigen Fischbrötchen. Oh, oh, hier ist Fahrerboot. 50 €. Mit E-Bike müsste 100 kosten eigentlich. Oder? Das wäre so, dann würde ich direkt einführen. Wenn ich hier das Ordnungsamt wäre. Wenn mit einem normalen Rad oben lang fährt, Fuffi, mit dem E-Bike 100. Da hinten. In Travemünde wartete dann noch eine kleine Überraschung auf uns. Die Fähre hatten wir ehrlich gesagt gar nicht mehr auf dem Schirm. Eine Fährfahrt, die ist lustig. Eine Fährfahrt, die ist schön. Guck mal, mit Einweisung. Und auf dem Weg zur Fähre wurden wir freundlich, aber bestimmt darauf hingewiesen, die Räder auf dem Gehweg zu schieben und nicht auf der Straße. Ja. Die Überfahrt
Rückfahrt war leider viel zu kurz. Und richtig was sehen war auch nicht drin. Aber sie war ja nett und bestimmt. Das macht immer den feinen Unterschied, ne? Ein Radweg wäre geil. Ne? Da sind wir gerade. Wir machen immer Pausen zwischendurch, ne? 60 bis 90 Minuten sollte man fahren und dann immer ein kurzes Päuschen machen. Kurz was essen, trinken, weiter geht's. Ist perfekt, läuft bisher rund. Aber wirklich schön, dass man hier so einen Ausblick hat. Stimmt wohl. Träumchen. Guck mal, jetzt fahren wir ins Naturschutz. Guck mal, das sieht aus, wenn das da... Wie steil hoch geht das? Ich glaube, da kommt jetzt die Steilküste. Oh Gott. Boah, hier gibt's Schub. Boah, Junge. Wie steil ist das? Boah. Die Kamera ist mal wieder gnädig. Denn dieser Hügel war deutlich steiler, als es hier aussieht. Und genau so ging es die nächsten Kilometer weiter. Rauf, runter, rauf, runter. Aber direkt am Wasser macht auch das richtig Spaß. Also das war echt krass. Boah. Junge, Junge. Das war auf jeden Fall der steilste Teil der Strecke bisher. I did it all, I played pretend, I moved the mountains to be your friend. I wanna know if it mattered. I would have gone to war for you,
werden wir jetzt direkt von der Militärpolizei angehalten. Radar- und Funkstation Elmenhorst. Cool, oder? Aber die Soldaten, die haben da Fußball gespielt. Die da draußen standen. Schön Fuppes gespielt. Ja, du musst ja genau zwischen diesen Löchern fahren hier. Spannend. Oh. Oh. Schnurgi. Da hast du aber wirklich die wildeste Route überhaupt. Sind wir wieder hier auf dem Radweg. So, also Elmenhorst Funkstation. Nur Richtung Ort runterfahren. War eine Rappel-Expedition. Guck mal da. Ich höre schon die Geier über uns kreisen. Ach nee, sind Möwen. So, wir haben es geschafft. 80 Kilometer, etwa 460 Höhenmeter und jede Menge schöner Eindrücke. Die Strecke heute war wirklich abwechslungsreich. Erst die belebten Orte wie Scharbeutz und Timmendorfer Strand. Dann wieder kleine Wege und ruhige Strandabschnitte, auf denen fast niemand unterwegs war. Und irgendwo dazwischen stand plötzlich eine riesige Radarstation. Ein rundum gelungener Tag. Jetzt wird's aber Zeit für den Check-in im Hotel. Diesmal haben wir uns richtig was gegönnt. Im Townhouse Wismar.
Gott, kommt man denn da mit dem Fahrrad überhaupt drin? Ist extra dafür gemacht, ne? Ja. Boah. Wird das Rad auch nochmal geputzt? Oh Gott, mit Gepäck? Ja, das steht aber, das bremst hier ein bisschen. Wow, das ist ja cool. Das ist ja abenteuerlich, aber cool. Haben wir da einen Pärchenparkplatz? In Wismar angekommen und der Fahrradkeller ist schon ziemlich cool, aber wir haben auch ein cooles Zimmer, wie es aussieht. Kann man sich nicht beschweren hier. Kann man sich wirklich nicht beschweren, das ist schon cool. Mit dem Fahrradkeller, dann noch so ein schickes Zimmerchen. Eine Brücke. Übergangsmittel. Ja. Ach, duschen ist schon geil. So, und jetzt gucken wir erstmal, ob wir was zu essen finden. Hunger. So, das ist ja, man kannst ja direkt hier auch gucken. So, Schnucki, sind wir in Wismar oder was? Ja. Jetzt müssen wir uns mal was zu trinken besorgen. Oh. Prost, Schnucki. Ja. Lass es dir schmecken. Hier gibt es sogar eine Fischleiter. Ja. Ja, wir sind am Wasser. Wasserkunst. Ah. Guck an, da geht es nämlich wirklich runter. Dieser Brunnen wäre jetzt natürlich mal so ein Lost Place, den ich gerne mal exploren würde, ne? Aber das Tor ist unüberwindbar, da kommt keiner dran vorbei. Oder? Also für mich wäre das wirklich mal geil zum Exploren, ne? Wie das unten so aussieht. Im Brunnenhaus. Mit dem? Frühstück ist ja bis 10 Uhr. Ich muss auf die Fitnessbibliothek. Achso, die Bibliothek gibt es auch eine Bibliothek. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt erstmal ins Fitnessstudio. So, jetzt reicht's aber auch langsam für heute. Wir gucken uns jetzt Pay-TV an im Hotel.
Und morgen fahren wir nach Rostock. Tschüss. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Also nicht vergessen, liken, kommentieren und abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao.